Bäcker unterwegs, wir ziehen durch Wald und Flur, genießen jeden Schritt, wir lieben die Natur. Schmale Pfade, breite Wege, das ist eine Reihe, es gibt vieles zu entdecken. Komm mit und sei dabei. Hallo allerseits. Hallo, viele Grüße aus Tschechien. Ja, wir wollen heute im Hochmoor von Božidar wandern gehen. Das sind etwa 13 Kilometer und wir laden euch wieder ein, uns zu begleiten. Auf geht's! Auf geht's! Von der Stadt Božidar ausgehend führt der Wanderweg zunächst durch diese Fußgängerunterführung unter der Straße durch. Das Wetter ist noch nicht so berauschend. Es hat die ganze Nacht und den ganzen Vormittag geregnet. Jetzt ist es Mittag um 12 und so langsam hat der Regen nachgelassen. Ist aber noch sehr feucht und sehr kalt und auch etwas windig. Es soll aber noch die Sonne rauskommen. Wir hoffen drauf. Wir sind gute Hoffnung, genau. Ein bedeutendes Biotop des Nationalen Naturreservats Gottesgaber Hochmoor sind auch blumenreiche Bergwiesen. Okay. Gucken, ob wir ein paar Blümchen finden. Das Holz ist sicher nass, also ist nass und sicher rutschig. Das Naturschutzgebiet Gottesgaber Torfmoor in Tschechien befindet sich unweit vom Berg Božidarský Špičák, deutsch Gottesgaber Spitzberg, und dehnt sich auf ein Gebiet von etwas unter 1000 Hektar aus. Das Naturschutzgebiet bei Božidar schützt unter anderem Moore, Wälder, Wiesen, Heiden und sorgt dafür, dass die einzigartige Moorlandschaft bei Gottesgab mit ihrem besonderen Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen erhalten bleibt. Diese Hütte hier gehört zu dem Christkindlweg. Ja, der Christkindweg, den gibt es seit 2007 und das ist wirklich was Wunderschönes für Kinder. Da kann man sich wohl in Božidar, ich denke mal in der Touristeninformation, so ein Heftchen holen. Und dann können die Kinder auf insgesamt 13 Stationen so kleine Aufgaben lösen und die Lösung in die Heftchen eintragen. Und wenn sie nach ihrer Wanderung das Heftchen wieder abgeben, bekommen sie ein kleines, oder vorzeigen, bekommen sie ein kleines Geschenk. Also ich denke mal, ist eine wunderschöne, spannende Sache für Kinder. Der kleine Maulwurf.
Tabu. Glück auf. Das hier ist die Station 11. Hier müssen die Kinder zum Beispiel raten oder erkennen, was nicht in den Wald gehört. Der Regen ist endlich vorbei. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Weil langsam kommt die Sonne raus und wir gehen hier einen Waldweg lang. Wunderschöner Wald wieder. Und wenn ich mich bei der Planung nicht vertan habe, dann kommen wir noch zum ehemaligen Gasthaus Wunderblume. Mehr dazu, wenn wir da sind. Wir sind ja immer noch am Christkindweg. Ich dachte, den hätten wir schon verlassen. Jetzt sind wir an der Station Nummer 10. Also hier. Werden wir wohl noch die 9 auch sehen und dann verlassen wir ihn erst. Wir danken den Besuchern des Christkindweges zur Erhaltung der Ordnung und Sauberkeit in den Hütten und entlang dem Weg. Vielen Dank für den Kauf im Christkind-Notizbuch zur Erhaltung und Wiederherstellung des Christkindweges. Ja, also dieses Büchlein, von dem ich eben sprach, das muss man wohl käuflich erwerben, kostet sicher nicht viel. Und da der Erlös ja der Erhaltung dieses Weges dient, ist das sicher gut angelegtes Geld. Und der Weg hier ist nach dem Regen total aufgeweicht. Der Weg ist kaum passierbar, wie man sieht. Ich muss sich ganz schön Mühe geben, um nicht auszurutschen. Aber man kommt durch. Man hat ja auch gar keine andere Wahl. Und wir sind offenbar immer noch auf dem Christkindweg. Hier ist die Station Nummer 9. Das sind Reste von einem Gebäude oder einer Siedlung. Hier liegen sogar noch die Bodenfliesen.
Hunderte und Aberhunderte Jahre waren in der Ewigkeit verronnen, seitdem die Burg auf dem Spitzberg in die Tiefe gesunken war. Da hütete ein Hirtenknabe dort die Kühe. Er kletterte über die Steine zur Höhe hinauf und fand bei seinem Streuen eine Blume, so wunderschön, wie er noch keine gesehen hatte. Er brach sie und steckte sie auf seinen Hut. Da wurde der Berg lebendig, spaltete sich und eine Burg wurde sichtbar, aber nichts war darin zu sehen und zu hören. Der Knabe bezwang sein Bangen und stieg hinab. Er fand Gemächer voll Gold und teuren Köstlichkeiten. Rasch stopfte er seine Taschen voll. Seinen Hut kehrte er um, füllte ihn bis zum Rand und häufelte noch wertvolles Gut mit funkelnden Edelsteinen darauf. Dabei fiel aber die wunderbare Blume, die der Schlüssel zu diesen Herrlichkeiten war, unbemerkt zu Boden. Beim Fortgehen rief dem Knaben eine mahnende Stimme nach: »Vergiss das Beste nicht.« Er sah sich scheu um, betastete seine Taschen und ging schließlich davon. Kaum war er draußen, schloss sich dröhnend der Berg. Nicht ein Sprung, nicht ein Riss verriet den Weg zum versunkenen Schloss. Erst daheim gewahrte der Knabe den Verlust der herrlichen Blume. Zwar hatte er für sich und die Seinen vollauf genug, trotzdem suchte er oft nach der Wunderblume, aber nie fand er sie wieder. Sie soll nur alle 1000 Jahre blühen. Wir haben einen Geocache gefunden, müssen wir uns natürlich gleich verewigen. Und wir sitzen schon wieder in der Hütte, weil es schon wieder regnet. Sehr hell. Ich gehe mal rüber. Geschafft. Hier runter und da drüben wieder rauf. Und das, wo wir schon so erschöpft sind. Ich gehe mal vor. Mach mal. Vor, ein bisschen nehme ich jetzt aus. Ja, wir sind wieder mit unserer Tour am Ende. Und nicht bloß mit der Tour. Es war halt doch ein recht langer Weg. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel, ich schreibe es drunter. Aber es waren vor allen Dingen mächtig viele Höhenmeter dabei. Die letzten Kilometer und teilweise der nasse Boden, schwer zu treten. Für uns ist es halt wirklich immer blöd, wenn wir mehr als 10 Kilometer laufen und dann so viel Höhenmeter haben, da haben wir echt Probleme. Ja, ansonsten der Bohlensteg hier durch das Hochmoor, wunderschön. Eine Empfehlung auf jeden Fall. Dann diese Station von dem Christkindweg. Genau. Da haben wir auch ein paar davon gesehen, auch sehr schön. Schön gemacht, ja.
Und dann natürlich auch interessant für diejenigen, die Geschichte und Geschichten mögen, diese ehemalige Gaststätte Wunderblume, die Ruinen. Das war eigentlich auch sehr interessant. Auf jeden Fall. Aber der Rückweg dann von da bis hierher, der war echt mies. Ich habe versucht, einen Pfad zu nehmen, um die Straße zu umgehen, aber den Pfad haben wir nicht gefunden. War keiner, oder? Ja, weiß ich nicht, bin zu blöd. Also sind wir dann ein Stück die Straße lang, habe ich nur auch nicht gefilmt. Wer diese Route so nachgehen möchte, wie ich sie bei Komoot jetzt reinstelle, der muss das mit der Straße entweder vorher mit wissen oder versuchen, einen anderen Weg zu finden. Und natürlich auch dann von dem Gasthaus Wunderblume an nichts mehr zum Sitzen. Das hat uns auch jetzt ein bisschen gefehlt, uns tun die Knochen weh. Man merkt, dass man keine 30 mehr ist. Ja, aber wie gesagt, Wandern hier in dem wunderschönen Erzgebirge, für uns eine neue Erfahrung und eine schöne Erfahrung. Und zur Nachahmung empfohlen, würde ich sagen. Na klar. Ja, dann machen wir jetzt Schluss, ne? Ja, schönen Gruß aus Tschechien für heute. Jo. Und Und tschüss. bis zum nächsten Mal.